Flori-Funk ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren, ja. Hier zum Copretti Zeitreise-Tag. Ich möchte aber davor noch was sagen. Das T-Shirt habe ich geschenkt bekommen von Florian Dau. Ja, Grüße gehen raus. Ja. Es gibt auch YouTuber, die sich noch gegenseitig supportet. Ja. Und ist ein Top-Typ. Ja. T-Shirt habe ich schon lange, das ist Top-Qualität. Ja. Und ist der ist tausendfach besser wie ich. Sei es in der Kampfkunst, sei es im Bodybuilding. Das ist auch jemand, der Leistung selber bringt und nicht schlecht über andere spricht. Ja. Florian Dau, ein super Typ, der war im Sicherheitsdienst, hat schon Promis beschützt, sei es die Klitschkos und etc. Und er hat auch selber Dojo. Ja. Perfekt. Ja. Super. Ja. Dann haben wir den Copretti Zeitreise-Tag. Ich bin im Angenehm überrascht worden. Mr. Shorty hat mich getaggt. Herzlichen Dank, Mr. Shorty. Ja. Da freue ich mich, dann bin ich doch nur ein Teil der Film-Community. Ja. Freut mich richtig. Danke. Klar von Respekt und ja, für den Support. Ja. Aber alles muss ich mal sagen, es heißt nicht Lüfunk, es heißt Liefunk. Ja. Ja. Viele Leute oder viele moderne Europäer, Mitteleuropäer können das Wort I nicht sagen, das heißt immer Ü. Ja. Nicht Spaß auf Seite. Es heißt Liefunk. Ja. Ich weiß, du willst damit andere was recht machen, die Unruhe stiftet, das ist aber nicht richtig. Es heißt Liefunk. Ja. Und zu dem anderen, was war da noch? Also die hat meine Technik gefallen, wo ich schon gemacht habe, du hast die auch schon mal gelobt. Gut, ist natürlich eine Geschmackssache. Der Tag da hier von Copretti, der ist super. Das Einzige das sind halt pro Frage sind halt schon mehr Fragen, sind schon ganze Romane, wo man da liest. Ja, also ist ein bisschen zu weit ausgeschmückt, aber trotzdem sind geniale Fragen drin. Wie schon gesagt, hallo Vogel. Wie schon gesagt, du hast ja meine Texte schon gelobt, lieber Mr. Shorty 11. Habe ja auch den Eindruck, dass du andere wieder dass du mir das Recht machen willst und andere das Recht machen willst. Aber nichtsdestotrotz, es hat mich sehr gefreut und geehrt, dass du mich damit getaggt hast, und es spricht doch für deinen guten Kern und für deine gute Seele, dass du gutes Herz hast und dass du niemand zum Außenseiter machen willst. Das spricht dann für dein soziales Verhalten, das finde ich mal lobenswert. So, dann Copretti Zeitreise-Tag. Da muss ich auf den Kanal von Copretti mal öfters gehen. Den habe ich so nicht auf dem Radar und ich glaube, den habe ich öfters mal gehört vom Namen her. Schon einer von den ganz großen in der Film-Community. Ja. Und könnt gerne den abonnieren und Likes und nette Kommentare lassen. Ich würde es definitiv machen. Mr. Shorty könnt auch gerne mal abonnieren, Likes da lassen und nette Kommentare. Mr. Shorty 11 ist ein Bombenkanal, ein super Typ. Und fangen wir gleich mit der Frage an. Wann bist du geboren? Am 16. März 1978. Also ich bin prädestiniert für den Zeitreisetag. Welche Dinge und Besonderheiten aus deiner Kindheit, zweite Frage, welche Dinge und Besonderheiten aus deiner Kindheit und Jugend vermisst du am meisten? Ja, die D-Mark. Es war eigentlich die stärkste Währung. Ja. Die war so stark, da war auch alles günstiger, man hat viel mehr Geld gehabt. Ja. Und man hat eigentlich gelebt wie ein Fürst. Ja, ja ja, die D-Mark halt. Ja. Da warst du auch, wenn du mal woanders im Urlaub warst du eigentlich wieder König mit der D-Mark. Heute bist du mit dem Teuro der Knecht. Dann Arbeitsrechte, die waren früher viel besser. Ja.
Gut, die erste Zeitformat, die hat es dann irgendwann mal in die 90er gegeben. So langsam, aber so wo die Leute noch Festanstellung gekriegt haben, schneller und war das nicht so geschieß und die Leute sind gut bezahlt worden, dann jede Firma muss sich auch bewusst sein, wenn sie ihren Arbeiter einen guten Lohn geben, das ist auch der eigene Kunde, der stimmt auch die Kaufkraft im Inland wieder. Ja. Das hätte gern wieder die Arbeitsrechte aus den 80er, dann, das soziale Verhalten von den Menschen hätte ich auch gerne wieder, so die aus den 80er, wo das Miteinander mehr gestimmt hat, wo die Leute auch also jetzt wo die Leute auch unter die Deutschen auch mehr in Gruppe weggegangen sind und das Gelächter nicht so hoch war wie heute. Ja. Dritte Frage, gab es in deiner Kindheit, Jugend Vorbilder, zu denen du aufgeschaut hast, der dich inspiriert hat? Viele, also zuerst mal Bruce Lee, ja, Ip Man, Van Damme, Richard Norton, Jackie Chan, Cynthia Rothrock, ja, Cynthia Luster, so viele Vorbilder. Arnold Schwarzenegger, Paul Young, ja, ja es gibt so viele, Donnie Yen habe ich schon, Jet Li, ganz viele. Da kenne ich jetzt Romane erzählen von Vorbildern, die einen zum Sport gebracht haben, ja, die uns auch Philosophie beigebracht haben, so die Sache. Also das waren schon mega Vorbilder. Ja. Vierte Frage, magst du Musik? Wenn ja, wie hat sich dein Musikgeschmack von damals sich verändert? Ja, natürlich, ich liebe Musik, ich mag nicht nur Musik, ich liebe Musik. Ja, natürlich verändert sich der Musikgeschmack, traditionelle Musik immer gern gehört, so deutsche Volksmusik, traditionelle chinesische Musik, allgemein traditionelle fernostasiatische Musik, ja, dann in die 90er halt Rapmusik, so Will Smith, MC Hammer, ja, Tic-Tac-Toe. Böse Onkels, die habe ich schon in den 90er gut gefunden, aber richtig böse Onkels-Fan bin ich geworden 2007. Ja. Ja, halt Country-Musik, das lag mir eigentlich schon warm am Herzen. Ja, in den 90er bin ich auf die russische Gruppe Lubé gekommen, dann habe ich verstärkt auch russische Musik gehört. Ja, also bin für viel Musik Art offen. Ja. Also, ja, da gibt es auch so Hardrock-Musikgruppen aus China, die ich gerne höre jetzt seit längerem. Oder so chinesische Rapmusik. Gut, die habe ich schon in die 90er gern gehört. Ja, das war mehr kantonesischer Rap. Aber jetzt mittlerweile gibt es seit einigen Jahren auch viel Mandarin-Rap-Musik. Höre es aus Leidenschaft gern an. Ja. Bringst du bestimmte Lieder zu gewissen Ereignissen zur Verbindung? Ja, eigentlich, klar. Der TGI ist ja alles, so schlaf dich mal richtig aus, da bist du eigentlich motiviert aufs Wochenende, freust du mal aufzuschlafen, hast auch kein schlechtes Gewissen. Dann, ich hätte gesagt, das wäre so meine Hymne, aber das, ist das passt ja nicht nur auf mich, passt auf andere Menschen auch. Ja, das Lied lieber stehen Stern als nie lebend, ja, passt auf ganz andere viele Onkels-Fans auch, ja, die einfach niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Als sie Gegenwind gekriegt haben, da habe ich einfach mit weitergemacht, ich habe nicht aufgegeben. Ja, ich habe Shitstorm gekriegt und ich habe mit meinem YouTube-Kanal weitergemacht. Viele andere haben dann aufgehört oder Pause gemacht oder ganz aufgehört. Ja. Sei es ein Mediasammler, der hat dann Pause gemacht, aufgehört, wieder angefangen. Ja gut, wenigstens hat er doch irgendwo weitergemacht, aber den hat den Shitstorm so viel ausgemacht, dass er dann erstmal mal aufgehört hat. Ne?
Dann gab es eine Frau, die hat dann auch gesagt, ja, ist mir jetzt blöd, und aufgehört. Julien hat aufgehört. Also gab es einige, die einfach aufgehört haben. Und ich habe nach dem Shitstorm gesagt, lieber stehen sterben, als nicht leben, haben weitergemacht. Deswegen kann ich mit dem Lied mit der total identifizieren. Aber es können Millionen Onkel-Fans genauso, die das gleiche, das richtige, das Herz auf dem richtigen Fleck hin. Ja. Hen, ja, Schwäbisch für haben, Chinesisch für sehr. Ja. 5. Frage. Zockst du gerne? Gibt es Retro-Spiele oder Gesellschaftsspiele, ein PC- oder Konsolenspiel, das dich begeistert hat, wo du stundenlang versinken konntest? Ja, momentan zocke ich nicht so viel, weil mir das Mainstream so langsam auf Nerven geht, kommt dann eine Konsole raus, die andere alte Konsole geht kaputt. Ja, dann hast du ja alte Spiele, wo du dir gekauft hast, die kannst du für eine neue Konsole nicht mehr spielen, dann hast du noch irgendwo rumstanden. Liebstes Spiel willst du nicht mehr spielen, kannst du nicht mehr spielen, und das ist mir so auf den Nerven gegangen, dass ich dort gar nicht mitmache. Was ich gern gespielt habe, war Mortal Kombat, Street Fighter, Killer Instinct, ja, Super Mario, ja. Da gab es noch weitere, aber das waren so geile Spiele, wo ich in der Jugend stundenlang gezockt habe, auch mit Freunden und so. Da hat man richtig versinken können drin. Ja. Stundenlang. Ja, stundenlang. 6. Frage. Welche Film oder Serie aus deiner Kindheit und Jugend hat bei dir größten Eindruck hinterlassen und warum? Ein Film war Die Todeskrale schlägt wieder zurück von Bruce Lee. Der hat auch weitere andere Namen. Die Faust des Drachens und so weiter. Ja. Das war so, das sind die andere in der Schule rumgerannt, Kampfsport, Kampfkunst und so weiter. Ich habe gedacht, was ist mit denen alle los? Und mein Vater hat dann gesagt, komm, der Bruce Lee ist jemand aus meiner Zeit, den gucken wir zusammen an. Und dann hat mich der Film mitgenommen und begeistert und so. Auch von der, Bruce Lee sagt selber, es war eigentlich sein bester Film. Und der Film hat mich deswegen so begeistert, weil, äh, weil du kannst die Rolle total verstanden. Da kommt der da in Rom an und muss sich erstmal zu sich finden, andere Kultur wie in Hongkong und ähm, muss sich da erstmal integrieren, dann der Frau, wo erstmal giftig ist, und dann wurde gar nicht, der ist dann zum China-Restaurant und da wurde von den anderen gar nicht aufgenommen. So, er sogar gemobbt noch oder dem das Leben schwer gemacht. Dann versucht er sich zu beweisen, dass er was kann und so weiter. Und dann halt die Gegner, die das Restaurant wählen, und der will ja das Restaurant verteidigen, und dann die, wo gegen ihn waren, sind dann auf einmal für ihn. Die finde immer, das hat auch eine starke Botschaft, man soll keine Vorteile hören, sondern man soll die Leute eine Chance geben, dann macht es einen ganzen Eindruck, dann kann man vielleicht einen Freund fürs Leben gewinnen, unter anderem. Und deswegen auch, und der ist so gut aufs Leben gemünzt, der Film, ja, und deswegen, ja, auch das, was man über mich so sieht, ja, was er gar nicht zutrifft, ja, man muss halt die Menschen, oder auch zu anderen Leuten sagt, man muss den Menschen selber eine Chance geben. Und ich finde auch den Film so genial, von der Storyaufbau, auch die Fights da drin, auch den Finalfight mit Chuck Norris, der quasi richtig spannend war und auch Ende hat, das einen zu Tränen rührt, muss ich sagen. Ja, Bruce Lee gegen Chuck Norris. Und dann halt die Serie Sliders, die ich immer empfehlen. Dann die Serie Walker Texas Ranger und die Kung-Fu-Serie von David Carradine aus den 90er, die sehr viel Philosophie beinhaltet. Ja, Chuck Norris, so guter Fighter, und die Serie Sliders, die tut auch immer oft geschichtsträchtig und was beibringen. Ja. So, jetzt wo waren wir? Boy. Würdest du, 7. Frage, würdest du den
Leben. Würdest du den genannten Film der heutigen Generation ans Herz legen und vielleicht noch andere Filme, warum? Ja gut, den Bruce Lee Film, wo ich genannt habe, Todesgrade schlägt wieder zu, also die Faust des Drachen, ja. Und die Serie, wo ich genannt habe, und die Begründung habe ich ja schon genannt. Dann bin ich gleich wieder da. Augenblick, Freunde. So. Achte Frage, wenn es heute Videotheken gäbe, würdest du sie nutzen, warum oder warum nicht? Ja, es gibt ja noch Videothek bei uns und vor vielen Jahren bin ich noch Mitglied geworden, dann musst du mit Passwort noch eingeben, statt nur Ausweis zeigen. Dann haben die nämlich die Filmkette, wo ich Wetter habe, also alles nur modern und nicht mehr im richtigen Genre. Ja, also die Martial Arts Filme total gefällt, da habe ich nur ein moderner Quatsch, wo die hin, wo mich gar nicht interessiert. Ja, dann, obwohl ich mein Passwort richtig im Kopf gehabt habe, hat es auch nicht mehr geholt und dann sage ich, komm Freunde, ich kündige bei euch, das macht gar keinen Sinn mehr, erstmal hin die Filme nehmen, wo ich will. Zweitens, ich kann ja nicht mehr mit meinem Passwort bestätigen beim Schluss, dass ich jetzt einen Film ausleihe. Ja. Wenn es wie früher war, wäre es auch noch bedenklich, dann mit Streaming und Besteller, da kannst du ja gezielt eine eigene Sammlung aufbauen, das ist ja irgendwie praktischer. Ja. Wenn es wie früher wäre, so mit den alten Martial Arts Filmen und andere Genre, dann können auch moderne Filme dabei sein. Wenn es einen interessiert, dann kann man ja mal, ja, dann vielleicht, aber wie schon gesagt, ich finde die heutige Zeit, obwohl die Videothekzeit war super und ich habe positive Erinnerungen dran, aber die Gesellschaft schreit voran und es ist halt, was das betrifft, halt besser. Ja. Weil da kann ich mal eine Sammlung, mal eine eigene Videothek aufbauen, dann, ja. Und wenn ich andere treffen will, dann filmbegeistert dann im Kino oder in Filmbörsen. Also so ist ja auch nicht, dass man die nicht mehr trifft oder irgendwo im Internet. So, neue Frage. Wie empfindest du den Wandel in Film zu politischer Korrektheit? Teils gut, ja, wenn es um die neue ARL geht und so, und dass man halt dann auch andere Communities eher auf der Welt, finde ich super. Aber wenn man dann wenn man dann die Winnetou-Filme verbieten will, die werden angeblich rassistisch, obwohl sie nicht rassistisch sind, da finde ich das Eingriff in Kunstfreiheit und da geht es Richtung Faschismus, da finde ich es schlecht. Ja. Haben wir noch Zeit? 18 Minuten, okay. 10. Frage. Welche Gewohnheit oder Ritual aus der Jugend wünschst du dir zurück? Ja. Also ich habe viele Rituale ja noch aus meiner Jugendzeit immer noch. Aber was mir halt so fällt, ist halt, dass die Menschen mit zusammengehalten hin und mehr auf Korrektheit und Linie geachtet hin mit dem gemeinsamen Zusammenleben. Und auch gesagt haben, okay, das machen wir nicht, das gehört sich nicht. Und noch hohe Begriff von Ethik und Moral gehabt haben, das haben die heute die meisten nicht mehr. Und das fällt mir. Der zwischenmenschliche Anstand. Ja. Dass man einfach keine Gerüchte in die Welt streut und dass man mit zusammenhält. Das fällt mir heutzutage. Ja. Elfte Frage. Wenn du eine Zeitreise machen könntest in die Kindheit oder Jugend, welche Gegenstände aus der heutigen Zeit würdest du mitnehmen? Ja, ein Mediensammler, Marcel, und Redschuss Paramal Heiko. Ne, war nicht so ein Witz. Da hätte ich mein Smartphone mitnehmen, ein Reiseplayer und Blu-rays und DVDs. Das hätte ich machen, dass die glauben, die kommen aus der Zukunft. Aber wäre auch bedenklich, weil wenn, ja gut, das kostet alles nicht morgen, wenn ich es wieder mitnehme, aber
wenn das schief geht und jemand behält es und es wird alles früher gefunden, wäre das ein Eingriff in das Zeitreise-Konfugium und dann wäre der in eine ganz andere Gegenwart wieder rauskommen, wenn ich wieder zurückkomme. Wäre komisch, wäre vielleicht ein Risiko, wer weiß. Wenn die Person, die Erfindung in gewisse Kreise sich verbreitet. So. 12. Frage, stell dir vor, du könntest dein jüngeres Ich besuchen. Welche Botschaft und welchen Rat würdest du ihm auf den Weg geben? Vieles, aber es behalte für mich, weil es dann zu persönlich wäre. 13. Frage, welche weit geschichtliche Ereignisse oder Naturkatastrophen aus der Jugend sind bis heute in Erinnerung geblieben? Ja, die Mauerfall der DDR. Das war ein großes Ereignis, wo ich sagte, es war schön, da ist Deutschland wieder zusammengekommen und die Todeszone war mal weg. Mein Opa ist schon Trainer aufgegangen, weil der hat gedacht, ja, der war ja damals leider in den Krieg müssen und der war dann so, der hat nie gedacht, dass der das wieder erleben könnte, dass die zwei Pole zusammenschmelzen wieder. Das war eigentlich, finde ich eigentlich auch schön. Es war eigentlich schon ein Ereignis, wo wir alle Trainer in die Augen gehabt haben. Und ich lebe in Südwestdeutschland, also mindestens aus Südwestdeutschland im Fernsehen betrachtet. Ja, ist immer gut, wenn da Grenzen weg sind, dass Länder wieder zusammenkommen. Das ist immer schön, wenn Leute zusammenkommen. Und ich liebe den sächsischen Dialekt und ich liebe auch Ostdeutschland. Ich bin ja viel später öfters mal Urlaub machen gewesen, so am Wochenende oder so. So. Oh. Ja. So. 14. Frage. Gibt es ein Hobby, das du in der Kindheit geblieben hast und bis heute treu bist? Ja, Kampfsport, Kampfkunst, Fitness, Bodybuilding seit der Jugend, Kampfkunst, Kampfsport, ja, seit Kindheit bis heute und Filmsammler seit der Kindheit bis heute. Früher halt als Kind so eine VHS-Sammlung gehabt, als Jugendlicher große VHS-Sammlung gehabt und später halt DVD und Blu-ray. Ja. 15. Ja, war das jetzt? Ich hoffe, man kann eine Frage auslassen. 15. Frage, stell dir vor, du könntest die Vergangenheit reisen und deine Geburt neu erleben. Doch es gibt bedeutende Einschränkungen. Du könntest dich in deiner jetzigen Leben Erfahrungen und Menschen, wo dir am Herzen liegen, nicht mehr erinnern. Zudem bringt kleinste Entscheidung in der Vergangenheit das Risiko, den Verlauf deines Lebens vollständig zu ändern. Möglicherweise so, dass du nie wieder ins Hier und Jetzt wieder zurückgehen würdest. Chance ergreifen, selbst wenn bedeuten würde, du würdest die Liebsten heute und dein jetziges Leben zurücklassen. Ne, oder nicht machen, also die Liebe zu den Personen, die mich umgeben, ist immer wichtiger. Dann möchte ich meine Geburt annehmen, neu erleben. Und ich finde, ja, nö, eigentlich nicht. Das wäre auch so ein großer Eingriff in Gottes Plan, das möchte ich nicht. Und eigentlich auch, ich habe keine Frage ausgelassen. Ja, ihr habt ja ehrlich beantwortet und das war Regel von Mr. Shorty 11. Die andere, ich soll jetzt mal jemand taggen, der quasi auch wirklich den Tag macht. Das kann ja nicht, ich kann ja nicht im Kopf reinschauen, wer den Tag jetzt wirklich machen will und wer den Tag nicht machen will. Also wie soll ich das machen? Am liebsten hätte ich ja niemanden taggen, aber das kann ja auch nicht so. Man wäre asozial, weil ich bin ja taggt worden. Da soll ja auch jemand taggen. Ne? Eigentlich wollte ich niemals einen Tag machen, aber ja, ich habe auch schon den Plan gehabt, wenn mir einer Tag sagt, ich mache keinen Tag mehr, das kann ich so auch nicht machen. Also es wäre unfair, wenn man taggt worden bist. Ja. Also ich tag dann Ethan King und die Blutbraut, den zwar auch gesagt, ich mache keinen Tag mehr, aber wenn sie wollen, können sie den Tag machen, wenn sie den Tag nicht machen wollen, dann haben sie mein volles Verständnis. Dann ich weiß, wir sind Spindel, Dinge, Feinde ihr unter Mediensammlung. Aber ich denke trotzdem,
Weil erstmal bin ich nicht nachtragend und ich kann aber die Vergangenheit hinter mir lassen, das was er immer will, aber er kann es bei den anderen nicht machen, aber er ist getaggt, wenn er will, kann mitmachen. Dann der Heiko Rettschuh Paranormal, ich hoffe, der kommt bald aus dem Krankenhaus raus und er kann den Tag machen. Dann überlege, wenn Kind noch Tagger lädt, sind Gruselkiste taggen, wenn er will, kann er machen, genialer Kanal. Wo wir, ich habe jetzt einen Clip gesehen, da hat er einen Horrorfilm vorgestellt, war mal fast zu matsch. Ja. Aber der kann einen Tag machen, und sonst. Ja. Eigentlich war es das eigentlich jetzt. Ja. Ja. Also, dann bringen wir die Sache zu Ende. Hat mich jetzt sehr gefreut. Ja. Lieferung Ende im Gelände. Ja. Streik vor, Streik hart, no mercy. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren, liebe Freunde. Ja. Passt auf euch auf. Ja. Halten wir zusammen. Ja. Das Gemeinsame tut durch das Leben positiver gestalten als das Gegeneinander. Ich glaube, jedes Gerücht bleibt gesund und munter. Ja.